Das Jahr 1963. In Dallas, Texas wird US-Präsident John F. Kennedy erschossen. Mit Dr. No begibt sich Sean Connery alias James Bond zum ersten Mal auf die Jagd nach einem Bösewicht. Die Beatles nehmen in London ihre erste Langspielplatte auf, Please, Please Me. Und auf der IAA in Frankfurt wird der erste Porsche 911 präsentiert. Der Porsche 911, seit 50 Jahren weltweit der Inbegriff eines Sportwagens. Kein anderes Modell von Porsche übersetzt die Rennerfolge und die Zuverlässigkeit der Marke so perfekt auf die Straße wie der 911er. Porsche, das ist der Sportwagen, einfach schlechthin. Der Sportwagen schlechthin setzt wie jeder 11er auch in seiner neuesten Generation mit dem Code 991 wieder Maßstäbe. Er ist das World Performance Car 2012. Angefangen hat alles mit 35 PS und einem umgebauten VW Käfer. Der Vater des Ur-Porsche ist der Vater des VW Käfers, Ferdinand Porsche. Zusammen mit seinem Sohn Ferry entwickelt er nach dem Krieg den Porsche 356. Wie wir auf die Idee kamen, diesen Wagen zu bauen, ja, es war eigentlich ein Hobby von mir, für mich einen schnellen Reisewagen zu machen. Nach dem Tod von Vater Ferdinand baut Ferry in Stuttgart das Porsche-Werk und aus dem Ur-Porsche wird der 356. Schnell beschleunigen die Verkaufszahlen des 356 nach oben. Die Produktion in den Werkshallen läuft auf vollen Touren. Denn schon der erste Porsche ist damals ein Kultauto für sportlich ambitionierte Fahrer. Schön, rassig, schnell zum Fahren gemacht. Der Name Porsche wird zum Synonym für sportliche Fahrzeuge. Unzählige Siege auf der Rennstrecke sorgen dafür, dass der Siegeszug des Erfolgsmodells mit den 3 Ziffern um die ganze Welt geht. Doch bald wollen die Kunden mehr PS für den Motorsport. Deshalb entwickelt Porsche 1954 den 550 Spider, der von Sieg zu Sieg rast. Später startet Porsche in der Formel 2 und sogar in der Formel 1. 1962 gewinnt Dan Gurney dann im Porsche 804 den Grand Prix von Frankreich in Rouen. Mit den sportlichen Erfolgen und der Größe des Unternehmens wachsen auch die Ansprüche. Anfang der 60er Jahre fordern Porsche-Kunden und Medien neue und stärkere Modelle. Die Konstrukteure und Designer von Porsche stehen vor der Herausforderung, Gutes noch besser machen zu müssen. Ja, eine der Vorgaben war von Anfang an, es sollte die Silhouette des Autos für jeden erkennbar sein, dass es ein Porsche ist. Und das hieß ein Fließheck. Die 911er-Story beginnt dann 1963 mit einem Irrtum. Der Prototyp heißt 901 und feiert auf der IAA in Frankfurt Weltpremiere. Weil Peugeot aber die Rechte an den 01er-Nummern hat, nennt Porsche das Modell kurzerhand 911. Der 11er begeistert von Anfang an nicht nur die Kunden, sondern auch die Autotester. Man muss beim 5-Gang-Getriebe natürlich mehr schalten als mit nur 4 Gängen. Aber so hat man in jeder Fahrsituation die Möglichkeit, sich im besten Drehzahlbereich zu bewegen. In jedem Fall eine an das Ideale grenzende Lösung, die der Porsche 911 in dieser Beziehung bietet. Wenn die Autobahn mal nicht voll ist, dann sind Geschwindigkeiten um die 200 recht spielend zu erreichen. Die Höchstgeschwindigkeit des Porsche 911 liegt bei 210 Kilometern pro Stunde. Es versteht sich von selbst, dass ein Wagen mit solchen Fahrleistungen auch ein endneutral und nur wenn man mit überdurchschnittlich scharfer Fahrweise in die Kurve geht, macht sich das einstmals so unangenehme Schleudern des Hecks bemerkbar. In jedem Fall lässt sich das Fahrzeug mit geringen Lenkradbewegungen kontrollieren. Einen ganz wesentlichen Fortschritt bedeutet die Vergrößerung des Kofferraums, der jetzt auch längere Reisen mit viel Gepäck problemlos gestattet. Erster Verkaufspreis des 911er 21.900 Mark, Leistung 130 PS. Dies ist Porsche. Von Anfang an war Autorennen ein grundsätzlicher Teil der Konzeption des Porsche. Vom Rennsport auf die Straße. Porsche macht den 911er zum Mythos. Schnell und sportlich, dazu alltagstauglich und zuverlässig. Diese Eigenschaften stecken bis heute im 11er, mehr als in jedem anderen Sportwagen. Dazu sitzt die außergewöhnliche Technik des 11ers unter einem außergewöhnlichen Design. Seit 50 Jahren zeitlos und unverwechselbar.
Es ist für mich ganz wichtig, dass das Erscheinungsbild diese Fortsetzung der Technik wiedergibt und nicht eben ein modisches Äußeres. Gegen alle Trends setzt sich der 911er durch und bleibt optisch nahezu unverändert, während die Ingenieure das Auto am laufenden Band technisch verbessern. So ist der 911S Anfang der 70er Jahre das schnellste Serienauto in Deutschland. Doch nur Profis können die Leistung des 11ers bis zum Limit ausreizen. Es war auch natürlich etwas Besonderes, dass so ein Auto, das den Motor hinten hat, eine andere Fahrtechnik verlangt hat. Da gibt es keine Diskussion. Das Auto war in Händen eines Könners immer überlegen, in Händen eines Durchschnittsfahrers eher unterlegen, weil das Auto einfach im Grenzbereich etwas schwerer zum Fahren war als die Autos, die einen Motor vorne hatten. Noch mehr Können am Lenkrad verlangt der Porsche Carrera RS. 1972 kommt der 911er in seiner bisher schnellsten Form auf die Straße. Weniger Gewicht bei mehr Leistung verspricht noch mehr Porsche. Der RS hat 210 PS und ist 245 km/h schnell. Der Entenbürzel ist sein Markenzeichen. Doch Porsche legt noch einmal nach und zündet die nächste Evolutionsstufe des 911er, den RSR. Noch einmal 100 Kilo leichter, noch einmal stärker. Der RSR ist ein Rennwagen für die Straße. Die Fahrzeuge hatten dann erstmals über 300 PS. Die reinen Rennsportvarianten sind mit 330 PS ausgestattet worden. 1973 schickt Porsche 15 Exemplare des RSR ins Markenrennen nach Amerika. Alle 11er sind gleich stark und unterscheiden sich nur durch die Farbe. Beste Voraussetzungen für spannende Rad-an-Rad-Rennen in der IROC-Serie. Ob Nürburgring, Spa oder Monza. Die RS- und RSR-Modelle dominieren Anfang der 70er Jahre sämtliche GT-Meisterschaften und machen viele Rennen zu einer Porsche-Veranstaltung. Die Konkurrenz hat den überlegenen 11ern nichts entgegenzusetzen. Der Carrera RSR fährt sogar in einigen Rennen der Markenweltmeisterschaft weitaus stärkeren GT-Fahrzeugen und Prototypen auf und davon. Mit einer Technik, die von der Serie abgeleitet wird. Wenn Sie heute das sehen, ich habe das ja miterlebt, ich war ja bei vielen Firmen und da war es immer so, dass das Serienauto zum Rennauto, das war eine andere Welt. Aber das ist natürlich nicht so bei Porsche. Porsche und Motorsport. Eine fast 60-jährige Erfolgsstory, bis heute mit rund 28.000 Gesamtsiegen in nahezu allen Klassen des internationalen Automobilrennsports belohnt. Professor Ferry Porsche bringt sein Bekenntnis zum Motorsport 1970 auf den Punkt. Wir fahren Rennen, weil es erstens zur Tradition des Hauses gehört, schon von meinem Vaters Zeiten her, der ja selber sogar Rennen fuhr. Und zum Zweiten, weil ich der Meinung bin, dass wir in Rennen sehr viel Erfahrung sammeln können und dass die Ingenieure und ihre Leistungen durch den Rennsport angespornt werden, weil sie kurzfristige Ziele und Erfolge dabei haben. In den 80er Jahren kehrt Porsche in die Formel 1 zurück, als Motorenlieferant für McLaren. 3 Jahre lang gelten die McLaren mit Porsche Power als unschlagbar. Niki Lauda und Alain Prost gewinnen 1984, 85 und 86 den WM-Titel. Das sogenannte G-Modell wird ab Modelljahr 1974 produziert. Das Design ist nachhaltig verändert. Die kastenförmige Stoßstange mit Faltenbalgen wird 16 Jahre lang das Erscheinungsbild des 11ers prägen. 1974 kommt der brachiale Turbo. Wer diesen sein eigen nennt, muss vor allem lernen, das 260 PS Katapult zu beherrschen. Ja, 75 war das natürlich ein Auto, das den Autofreak die Gänsehaut aufziehen hat lassen. Das Auto ging dermaßen unverschämt gut und die Kraftentfaltung war so brutal. Das war damals etwas, da hat jeder davon nur geträumt. Der Turbo zu dieser Zeit damals, der war natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was heute passiert. Und dementsprechend war das Auto, ich möchte sagen, unkultiviert. Es ging erst nicht und plötzlich hat dieser unheimliche Schub eingesetzt. Und da hat man das Gefühl gehabt,
dass die Autos mehr Kraft haben wie die heutigen Turbos, weil einfach dieser Wechsel zwischen keine Leistung und Leistung so abrupt gekommen ist. Noch ohne Turbo gehen die 911er 1968 bei der Rallye Monte Carlo an den Start. Nach zahlreichen Siegen auf der Rundstrecke will Porsche beweisen, dass man auch auf Schnee und Schotter der Konkurrenz überlegen ist. So gewinnen die 11er von 1968 an dreimal hintereinander die berühmteste Rallye der Welt. Nur die East African Safari Rallye hat Porsche bisher noch nicht gewonnen. Bei 3 Versuchen gab es 2 zweite Plätze. 1978 soll der lang ersehnte Wunsch, bei der damals schwersten Rallye der Welt zu siegen, in Erfüllung gehen. Porsche startet mit 2 speziell umgebauten 911 SC im hochbeinigen Afrika-Trim. Mit 250 PS im Heck sollen die 11er die Hatz über 5000 Kilometer durch Schlamm, Schlaglöcher und Sand gewinnen. Doch am Ende fahren die überlegenen Porsche knapp am Sieg vorbei. Der groß angelegte Werkseinsatz scheitert an Kleinigkeiten, die die Piloten Vic Preston und Björn Waldegard zurückwerfen. Sie belegen nur die Plätze 2 und 4. Dafür gewinnt im selben Jahr noch einmal ein 11er bei der Rallye Monte Carlo. Solange es keine Vierradautos gab, war so ein 911er mit Heckmotor natürlich das Auto. Du konntest so viel Kraft übertragen, dass du jedem anderen konventionellen Auto überlegen warst. Mit Allrad startet Porsche dann 1984 bei der Rallye Paris-Dakar und schafft das Unmögliche. Ein Sportwagen siegt auf der materialmordenden Strecke gegen die gesamte Geländewagenkonkurrenz. 1986 setzt Porsche dann bei der Paris-Dakar 3 911er vom Typ 959 ein. Wieder einmal zeigt der 911er, warum er so außergewöhnlich ist. Schnell, robust und ohne größere technische Probleme gewinnen die Porsche Platz 1 und 2. In der Straßenversion versetzt der Wüstenkönig Porsche 959 die gesamte Autowelt ins Staunen. Denn der 959 ist damals der stärkste Supersportler und innovativste Technologieträger. Er besitzt einen elektronisch geregelten Allradantrieb und Biturbo-Aufladung. Die 450 PS sind selbst in der Super Sportscar-Klasse eine konkurrenzlose Ansage. Mit 315 km/h gilt der 959 im Jahr 1985 als der schnellste Seriensportwagen. Neben dem geregelten Allradantrieb sorgt die erste weltweit geschwindigkeitsabhängig arbeitende Niveauregulierung dafür, dass der 959 auch jenseits der 300 fahrbar ist. 1977 kündigt man in Stuttgart den Typ 928 als den großen neuen Sportwagen von Porsche an. Er soll einmal den 911er ablösen. Ein leistungsstarkes Langstreckencoupé, komfortabel, geräumig und extrem schnell. Highlights sind das aufwendig neu konstruierte Fahrwerk mit Transaxle-Bauweise, der 8-Zylinder V-Motor aus Alu mit 240 PS und eine auf Leichtbau ausgelegte Karosserie mit Aluminiumteilen. Doch sein Ziel, den 911er abzulösen, erreicht der 928 nie. Vermutlich, weil er zu groß und zu schwer ist und den Motor vorne statt hinten hat. Dennoch erfreut er sich großer Beliebtheit bei praktisch veranlagten Sportfahrern, nicht zuletzt wegen seiner besonderen Ladefähigkeiten. Nach 18 Jahren Bauzeit kommt 1995 dann doch das Aus für den inzwischen 350 PS starken und 275 km/h schnellen Luxussportwagen. Der 928 ist ein klassischer Gran Turismo, aber er ist zu groß, zu teuer und eben kein 911er. Nach 15 Jahren G-Modell wird es 1988 Zeit für einen Nachfolger. Ab 1988 trägt der 911er den Werkscode 964. Äußerlich kaum verändert steckt unter der Karosserie ein zu 80% neu entwickeltes Auto. Wie jeder 11er muss auch der 964 im Entwicklungsstadium jeden Härtetest auf den Porsche-Versuchsstrecken bestehen. Den 250 PS starken 964 gibt es erstmals mit Airbag, ABS und auf Wunsch auch mit Allrad. Heute hat der 964 allerdings einen entscheidenden Nachteil. Das ist ein bisschen, glaube ich, die große Gefahr, weil das ist ein schönes Auto ist. Aber intern bei uns, wenn ich immer so rede, so, ja, der 964, dann ist der Service sehr teuer. Trotzdem ist der 964 inzwischen ein gefragter Youngtimer.
Auf Basis des 964 entsteht 1990 die Rennversion für den neuen Porsche Carrera Cup. Der Porsche Cup ist heute der erfolgreichste Markenpokal der Welt. In 8 Ländern garantieren die seriennahen 911er beste Unterhaltung und spannende Action, Stoßstange an Stoßstange. Wenn Sie heute einen 911er kaufen und Sie wollen damit Rennen fahren, dann muss an dem Auto ganz wenig Teile verändert werden. Wenn Sie irgendein anderes Auto nehmen, eine andere Marke, und Sie wollen damit Rennen fahren, müssen 80% der Teile ausgewechselt werden. Also da sieht man, wie stark der Einfluss des Motorsports war und bis heute natürlich ist. 1993 wird der Porsche Cup international. Der neue Porsche Supercup startet fast immer, wie hier in der Rush Hour von Monaco, im Rahmen der Formel 1. Ab 1994 wird mit dem neuen Modell 993 gefahren. Stärker, schneller, härter. Die 3,8 Liter große Cup-Version mit 310 PS beschleunigt den 993 auf eine Höchstgeschwindigkeit von 280 Stundenkilometer. Mit dem Porsche 993 endet die Evolution des luftgekühlten Motors. Er ist das letzte Modell, das noch ohne Wasser in der Kühlung auskommt. Für viele Fans ist aber nur ein luftgekühlter 11er wie der 993 ein echter 11er. Entsprechend steigen die Preise auf dem Young- und Oldtimer-Markt. Der Porsche 993 gilt als einer der schönsten Porsche, weil sich das Design im Gegensatz zum 964 wieder sehr stark an dem Ur-11er orientiert. Die Scheinwerfer sind vom 959 abgeleitet, die Formen fließend und harmonisch. Der normale Carrera 2 leistet anfangs 272 PS. Als GT2 erreicht der 993 sogar 450 PS. Ob man heute einen 993 oder zum Beispiel das günstigere G-Modell bevorzugt, ist letztendlich eine Geld- und Geschmackssache. Ich habe mich also jetzt für das G-Modell entschieden, aber eine Alternative wäre sicherlich der 993. Ich glaube, dass der 993 ist einfach von der Form ein sehr ansprechendes Auto, dann eben der letzte luftgekühlte. 1998 ist endgültig Schluss mit luftgekühlt. Der Porsche 996 erntet nicht nur Kritik wegen seiner Spiegeleieraugen, sondern auch, weil er mit einem Tabu bricht. Der Boxer im Heck ist zum ersten Mal wassergekühlt. Eine technische Notwendigkeit. Neue Lärm-, Verbrauchs- und Abgasvorschriften führen zu dieser Revolution im Heck. Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen hat der 996 auch nicht mehr viel mit dem Originaldesign gemeinsam. Er ist länger, breiter und komfortabler. Für viele Porsche-Fans ein Unding. Walter Röhrl aber findet Gefallen am neuen 11er. Ich bin vom Design her, gefällt er mir von außen sehr gut inzwischen. Er ist vom Ton her schon ein bisschen unterschiedlich zum luftgekühlten, wobei, wenn man das Auto dreht, hat er den tollen, kernigen Sound eines Sportwagens. Und der etwas größere Innenraum ist natürlich für meine Größe eher wohltuend. Also ich fühle mich wohl wie in jedem 11er vorher. Die Scheinwerfer des 996 werden aus Kostengründen vom Boxer übernommen. Auch die dadurch entstehende Verwechslungsgefahr mit dem kleinen Porsche bringt dem neuen 11er viel Kritik ein. Trotzdem ist der 996 die bisher am meistverkaufteste 911er Baureihe aller Zeiten. Der Carrera leistet anfangs 300 PS, der Turbo am Ende sogar 450 PS. Das Maß aller Dinge ist aber wieder der GT2, der 483 PS unter der kleinen Haube hat. Der 996 ist besser als sein Ruf. Walter Röhrl stellt mit ihm eine neue Bestzeit für Seriensportwagen auf dem Nürburgring auf. Das ist der typische 11er, wie er seit 34 Jahren gebaut wurde. Der Motor sitzt da hinten und wenn ich schnell Auto fahre, an der physikalischen Grenze, kann ich mit dem Gaspedal viel mehr Einfluss nehmen auf feine Nuancen der Reaktion des Autos, als wie beim Auto, wo der Motor vorne ist oder in der Mitte ist. Ähnlich wie Walter Röhrl sehen das auch die Piloten des Porsche Carrera Cup, die ab 1998 mit dem 996 starten. Ob wassergekühlt oder Spiegeleieraugen ist ihnen egal. Manches Modell hat nach dem Rennen sowieso kein Design mehr. Gefahren wird mit dem 996 GT3 Cup, der sich zwischenzeitlich zum meistverkauften Rennwagen entwickelt.
Der Porsche 996 stürmt auch den berühmtesten Berg des Motorsports in Rekordzeit. Beim Pikes Peak-Rennen in den USA stellt der Amerikaner Jeff Swart 2002 mit dem 996 einen neuen Rekord für straßenzugelassene Autos auf. Die extremste Form des Porsche 996 ist der GT198, der sich zumindest optisch an dem Serienmodell orientiert. Der Mittelmotor GT1 ist für die damalige FIA GT-Meisterschaft konstruiert und für Le Mans. Die Version 98 hat 550 PS und 630 Newtonmeter und erreicht eine Topspeed von 325 km/h. Nach 2 vergeblichen Anläufen gewinnt der GT1 1998 schließlich mit einem Doppelsieg die 24 Stunden von Le Mans. 2004 atmet die Porsche-Gemeinde auf. Mit dem neuen Modell 997 kommen endlich die klassisch runden 911er Augen zurück. 2008 folgt ein Facelift mit dem 997-2, der nach wie vor die Grundform vom Ur-11er hat. Die Revolution findet unterm Blechkleid statt, mit Direkteinspritzung und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Gestern bin ich gefahren mit dem Auto und habe zu einem Journalisten gesagt, mir ist es schon unheimlich zuwider, dass ich wieder das Gleiche sagen muss. Das ist wiederum der beste 911er. Es ist unfassbar, dass man immer wieder einen Punkt draufsetzen kann, dass das Auto noch perfekter wird. Besonders beliebt bei Sportfahrern ist der beste 11er in der Version als GT3 und als Turbo. Der GT3 ist leicht und stark. Ihn treiben 415 PS in der ersten Serie an. Der Turbo hat mehr Kilo, aber auch mehr PS. In der ersten Serie sind es 480, später dann 500. Vom Profi gefahren werden beide zu echten Quertreibern. Doch der auf 500 Stück limitierte Carrera GT2 RS stellt alle bisherigen 911er in den Schatten. Mit 620 PS ist er der stärkste und schnellste Serien-Porsche aller Zeiten. Zurück aus der Vergangenheit und mit Vollgas in die Zukunft präsentiert sich die 7. Generation des Porsche 911 mit dem Code 991. Der 991 wird 2011 präsentiert und verleiht dem Mythos noch mehr Muskeln. Die Konkurrenz hat das Nachsehen, der 991 fährt perfekt. Obwohl der 991 fast 6 cm länger ist als sein Vorgänger, zeigt er wieder einmal die Perfektion im Design. Mit seinen gestreckten, sportlichen Formen gewinnt er viele Preise, unter anderem den renommierten Red Dot Design Award. Vielleicht ist der 991 der schönste 11er seit dem Urmodell. Es war ein langer Weg vom ersten 911er bis zum 991. Aber von Anfang an ist der 11er die Faszination auf 4 Rädern. Der Sportwagen, an dem sich alle anderen messen müssen. Mit seiner Zuverlässigkeit, seiner Sportlichkeit und seiner unverwechselbaren, ewig jungen Form ist er längst unsterblich geworden. Auch in Zukunft wird nicht so sehr für Sportwagen stehen wie die Ziffern 911.